super kompakte Reisemobile. Summit Shine 540. Die Besonderheit bei dem Fahrzeug hier ist nicht nur, dass er nur 5,40 Meter lang ist, knapp über 50.000 Euro, 52.000 Euro kostet, sondern die Besonderheit ist das Raumgefühl, was man drinnen hat, wenn man zwei Dinge ausgebaut hat. Nämlich erstens gibt es eine Hutablage, die habe ich hier abgestellt. Die kann man einfach rausnehmen. Und das erweitert das Raumgefühl unglaublich. Also ihr werdet das gleich mal sehen. Ich habe es extra direkt rausgenommen, weil ich gesagt habe, nee, brauche ich nicht. Weil ich brauche jetzt nicht den Mega-Stauraum, den brauche ich vielleicht im Alltag. Also wenn ich das als Alltagsfahrzeug verwende, aber eigentlich brauchen wir es gar nicht. Deswegen hat man die Ablage rausgenommen oder ich habe die Ablage rausgenommen. Und was eine Besonderheit ist, man kann den zweiten Sitz hinten, den kann man demontieren. Also das werden die Leute sagen, jo, was ist denn da so besonders? Aber man hat keine große Sitzbank drunter, sondern man hat einen Einzelsitz. Und das werde ich euch heute mal zeigen. Der hier ist sofort verfügbar, hat ein bisschen Sonderausstattung mit drin, aber ihr kriegt ihn für 52.828 Euro und auch ruhig nochmal nach dem Preis fragen. Denn wir sind bei der Firma Glück Freizeitfahrzeuge in Sulze-Moos. Alle sind sofort verfügbar. Das ist der Basispreis, 540 Schein. Also meldet euch hier und vielleicht gibt es auch noch mal ein bisschen was für einen Gebrauchtwagen und so weiter und so fort. Am besten beim Preis mal anfragen, so will ich es mal sagen. Summit Shine 540. Man hat viele Extras hier mit drin. Also bei dem Fahrzeug hier zum Beispiel Seitsfenster. Die sind flächenbündig, relativ flächenbündig. Was man hier sieht, ist für die Optik natürlich auch ganz nett. Sieht schick aus. Und allerdings beim Aufstellen hier bei den Fenstern bitte aufpassen, weil wenn sie stehen, sie sind genau auf Kopfhöhe drauf und man kann auch locker gegenrennen, weil man die flache Seite natürlich nicht sieht. Handlich. Also die Fahrzeuge hier mit 5,40 Meter bewegst du die im Alltag wirklich wie ein ganz normaler Pkw. Deswegen hier Doppelshutter-Rückfahrkamera von Dometic eingebaut. Die ist hier oben nochmal drin. Und die schwarze Farbe, die steht ihm auch ganz gut. Also ein sehr schönes automotives Design hier mit drin. Oft der Ersatz für das einzige Auto. Denn du kannst damit alles machen. Du kannst damit zum Flughafen fahren, kannst deine Tochter wegbringen, wenn sie mal eine Flugreise macht. Du kannst damit einen kleinen Umzug machen. Du hast ein unglaublich tolles Fahrzeug mit einem Riesenbett. Also wir sind hier von der Breite etwa fast 1,60 Meter Breite und wir haben eine Länge von roundabout 1,90 Meter, 2 Meter. Also hier hat man genug Platz hinten, um wirklich toll zu schlafen. Du hast eine richtig klasse Isolierung hier mit drin. Also die ist hier an der Tür mit eingebaut. Das ganze Fahrzeug ist natürlich als Reisemobil auch wintertauglich. Und wirklich alle Extras, ich glaube, für das Geld, für die 52.000, man kann es hier nicht selber bauen, weil man muss ja immer noch berechnen, da ist dann ein neues Aufbaufahrzeug mit dabei, dann auch der Möbelbau. Alles ist auf den Millimeter angepasst und verschraubt, mit Möbelverbindern versehen, dass auch ja nichts klappert. Die Lichtleisten, die Elektrik eingebaut, die Gas. Eine richtig große Dusche werden wir gleich sehen, auf 5,40 Meter. Viele sind ja da eingeschränkt. Also es gibt ja diese Fahrzeuge teilweise auf 4,99 Meter ohne Dusche, aber die Leute wollen einfach auch duschen. Und hier siehst du natürlich, dass du eine kleine Einschränkung hast. Also im Fußbereich, da ist das Bett nicht ganz so breit, aber damit kann ich leben. So, rechte Seite Gas und linke Seite ist der Wassertank. Das ist hier zu sehen, also da ist der Wassertank drunter. Der Grundriss ein bisschen anders, so wie man es kennt. Hier vorne habe ich dann noch Thermomatten mit drin und noch einige andere Extras, die liegen hier unten drunter. Das ist das Bordwerkzeug, das normalerweise fest verschraubt wird, liegt hier bei. Gut, hochklappen kann ich es. Das heißt, ich kann es im Alltag dann auch verwenden. Diese Teile wiegen zweimal gar nichts. Sind aus Alu und lassen sich wirklich mit einem Finger anheben. Und auch die Polsterdicke, ihr seht das also hier, das verspricht einen ordentlichen Schlafkomfort. Zur Not kann man ja noch einen Topper drauflegen, aber man schläft gut. Man hat hier eine richtige Metallkante an der Seite, Zooösen sind hier mit dran. Also alles das, was ich erwarte von einem ordentlichen Reisemobil, aber es kommt noch viel mehr. Das kann ich euch erst im Innenraum zeigen. So, machen es mal zu. Klingt auch ordentlich. Und das sind diese, ich zeige euch erstmal den QR-Code, wenn ihr jetzt ein Standbild macht und dieses Standbild mit dem Handy abfotografiert, dann seid ihr auf dem Produktkatalog von Pössl.
Dunkler Boden mit drin. Und auch der Boden hier ist beheizt, wie man das so kennt, also von den anderen. Du hast eine Luftheizung hier mit eingebaut. Da sind die Sitze mit drin, 2 drehbare Fahrersitze, auch hier beledert mit einem Stoff-Inlay in der Mitte drin. Das macht schon mal einen guten Eindruck, aber das richtig Scharfe ist eigentlich dieser Sitz hier. Das ist ein Einzelsitz und der ist freischwebend. Ich zeige euch das mal gerade. Den könnt ihr mit einem Handgriff rausnehmen. Der schwebt also nur hier so drin und wenn der draußen ist, dann habe ich die komplette Durchgangsbreite hier und kann diesen Flugtisch, den ich hier habe, den ich also wirklich nur dann verwenden muss, wenn ich ihn wirklich brauche, den habe ich dann auf der Fahrerseite mit drauf und habe aber hier nochmal den kompletten breiten Durchgang. Privacy, Verdunklung hier in dem Fall mit eingebaut. Heißt, das Verdunklungsrolle geht von oben nach unten, zieht sich also einfach hier hoch, sodass ich es auch in der Mitte einfach arretieren kann. Und habe damit die Möglichkeit, dass ich rausgucken kann, aber die anderen können mich nicht sehen. Das sind die Halterungen für diese Platte hier, die hier reinkommt. Das war das. Ich stehe ja im Moment, ich bin 1,85 Meter groß, stehe in dem 5,40 Meter Auto komplett drin und habe gar kein Problem mit der Kopfhöhe. Und hier in diesen Halterungen, also hier in diesen Metallhalterungen, da wird diese Platte, die da vorne vor dem Citroën steht. Diese Platte wird da eingehangen und dann habe ich noch eine Option mehr und kann also hier in dem Bereich hier noch ein bisschen Stauraum generieren. Aber ich habe sie jetzt mal rausgenommen, weil ich gesagt habe, ey, Stehhöhe, es geht nichts über Stehhöhe. So, und wenn ich jetzt das 4-Personen-Fahrzeug habe, ist hier der Durchgang ein bisschen schmaler. Den Tod muss man sterben. Das Ganze ist natürlich auf einer richtigen großen Metallkonstruktion hier drauf nochmal gebaut. Muss ja auch halten, falls es dann doch mal zum Crash kommt. Und ich mache ein bisschen Licht an, dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Also hier ist die Metallkonstruktion, wo das Ganze gehalten wird. Und der Sitz ist komplett freischwebend. Also wenn der draußen ist, habe ich die komplette Durchgangsbreite. Shine heißen die Sondermodelle. Auch hier wirklich schön gearbeitet. Die Rahmenfenster von Seitz kennt man ja. Wenn man hier zusammendrückt, kann ich die egal an welcher Position einfach arretieren. Hier oben löse ich einfach das Fliegengitter. Und ich habe eine extreme Verdunklung hier mit drin, sodass auch keiner so, wenn er nicht gerade die Nase komplett dran steckt, da irgendwas durchgucken kann. Lichtleiste hier oben verbaut mit USB-Anschluss drin und eine richtig große Küche auf 5,40 Meter. Also das ist so, wie ich das gerne hätte. Kühlschrank an der Seite, beidseitig zu öffnen. Auch hier natürlich sehr praktisch, dass ich einmal von draußen dran komme und einmal natürlich von innen. Der Dometic. Dann hier noch eine Arbeitsplattenerweiterung. Macht natürlich, klar, die muss ich natürlich wieder reinmachen, wenn ich hier durch will. Aber wenn der Einzelsitz hier, dieser Sitz hier demontiert ist, den kann man ja auch zu Hause lassen, dann habe ich ein richtig tolles Fahrzeug mit einem ganz großen Platz. Auch hier das Dometic Kochfeld mit integrierter Spüle. Besser geht's nicht. Hier kann ich reinigen und hier sind sogar schon diese Reinigungsstraßen mit drin. Das heißt, wenn ich also jetzt hier feucht durchwische, kann ich das direkt hier in das Spülbecken dann reinigen. Perfekt. Also genauso stelle ich mir das vor. Ich brauche nur 2 Stück. Der größere Topf kann sogar 22 cm groß sein. Also da habe ich Platz ohne Ende. Und hier habe ich dann auch Platz für meine Spülmaschine abzustellen. Ich habe so eine kleine handliche Spülmaschine. Muss ich mal ein Video drüber machen. Die ist ziemlich cool. Ja, hier ist die Kühlschranksteuerung drin. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Kühlschrank gar keine Steuerung hatte. Auch das neue Truma Bedienfeld ist hier mit eingebaut, über das ich das ganze Fahrzeug steuern könnte. Hier in dem Fall ist zusätzlich nochmal ein CBE-Bedienteil drin für Wasserstände, Pumpe und so weiter. All das könnte ich auch über die Truma machen, aber hier ist es getrennt, vielleicht gar nicht schlecht. Und eine Duo-Control hier in dem Fall verbaut und ein elektrischer Boiler, der ist hier mit drin. Warum auch immer. Ich lasse das mal offen. Mal gucken, ob ich die ankriege. Da ist sie an. Also das ist das Bedienfeld. Und eins, was mich gewundert hatte, die Aufbaubatterie, die war ein bisschen schlapp. Ja, doch, sie geht. Da können wir vielleicht sogar ein bisschen Rambazamba machen und Licht mal anmachen. Dann sieht man sehr schön indirekte Beleuchtung. Hier ist mit drin. Er piepst ein bisschen. Mal schauen, wie die Spannung ist. Wir können uns mal 12 Volt mal anschauen. Ja, Batterie so halb voll. Passt doch. Können wir hier drauf gehen. 12,2 Volt. Können wir so lassen. Dann viel Platz. Viele Schränke mit eingebaut. 3 Stück an der Zahl. Einen kann ich mal öffnen. Also wenn der Sitz montiert ist,
ist der Durchgang schon ziemlich schmal. Also ich zeige euch mal den Durchgang. Man kommt durch, also ich komme hier auch mit meinem ganzen Filmzeug durch, aber es ist ein bisschen schmaler. Mein Tipp ist, braucht ihr diesen Sitz natürlich nicht, dann könnt ihr ihn problemlos dann auch demontieren. Ja, warum ist das Licht ausgegangen? Ich denke, die Spannung war zu niedrig. Ja, es blinkt auch. Wir können es trotzdem noch mal probieren. Kann mal gucken, 12 Volt nochmal an. Also Licht ist da und überall natürlich die Seitsfenster mit den Verdunklungen. Das ist alles sehr edel. Eins der besten Fenster im Kunststoffbereich, die ihr kriegen könnt. Also hier wurde wirklich nicht gespart. Das ist das Bett von innen. Auch der Einstieg ist total easy, denn ich habe hier unten drunter nochmal eine Treppe. Was mir gerade aufgefallen ist, quer komme ich nicht an dem zweiten Sitz vorbei. Das geht also hier nicht. Aber dafür habe ich 2 Einzelsitze. Das heißt, auch hinten sitzen die Leute fast so bequem wie vorne. Der rechte Einzelsitz ein bisschen schmaler wie der linke, aber für 2 Kids absolut optimal. Oder hier ist die Mama, hier ist der Sohn oder umgekehrt. Und auch, dass dieser Tisch einfach rausgeklappt werden kann und nicht im Weg steht, das bringt natürlich Raumgefühl. Das Highlight ist echt das Bad. Ich habe also hier ein richtiges Schwenkbad mit eingebaut, mit magnetischer Verriegelung und einem großen Waschbecken. 2 Ablässe hier von der Spüle, eine feste Duschwand. Auch das finde ich sehr, sehr wertig gelöst. Das Ganze ist ja auch hier dynamisch, also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und hier oben habe ich dann nochmal eine Folie drunter, dass auch ja nichts irgendwie klappert. Überall Möbelverbinder. Hier in dem Fall sogar 1, 2, 3, 5 an der Zahl. Allein auf der Seite. Und Spiegel da ganz oben. Hier nochmal ein Spiegel auf der Seite. Kassettentoilette. Hier in dem Fall, das müsste eine Dometic sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es ist eine Dometic mit dem riesen Behälter drin. Die hatte ich nämlich auch in einem Affinity drin. Tolle Toilette, und wenn ich dann duschen möchte, ziehe ich hier einfach, habe dann hier meine Dusche, die arretiert per Magnet, und überlegt mal, wir sind auf 5,40 Meter und ich habe eine richtig große Dusche hier mit eingebaut. Hier sogar noch eine Ablage für mein Zeug, Seife und Shampoo und hast du nicht gesehen. Bin ich fertig, ziehe ich einfach hier, richtig gehört, also das macht richtig Klack. Und dann kann ich das Ganze zurückschwenken und habe dann meine Dusche da. 12 Volt Anschluss. Nochmal hier vorne, das Ganze mit 8 Ampere belastbar, also 100 Watt etwa. Und ein Metallwasserhahn. Ja, hier ist er. 45 Schein. Tolles Fahrzeug, sofort verfügbar, geht los bei etwas über 50.000 Euro. Und schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also klein, aber fein, ein Alltagsfahrzeug, nagelneu. Die Alternative natürlich, wenn ihr euch vielleicht überlegt habt, ein Auto zu kaufen für 50.000 Euro. Hier kriegt ihr ein ganzes Reisemobil mit Dusche, mit allem drum und dran. Und das ja, im Freistaat in Sulzemoos. Der Freistaat heißt das Ganze, Caravaning und More. Ein Zusammenspiel aus mehreren Händlern. Und hier sind wir bei Glück Freizeitfahrzeuge. Danke fürs Einschalten. Tschüss.